Jetzt beruhigen Sie sich Ich bin mal. aber wirklich aufgeregt, klar. Ich sehe das schon, aber wie? Also an deiner Stelle würde ich nicht fliegen, ey, ich weiß nicht. Und jetzt ist er endlich fertig, der Master 5 mit dem SpeedyBee B25 oder den Master 3X Kopfteil. Ja, jetzt ist er komplett fertig und in diesem Video zeige ich euch wie und was und warum ich es gemacht habe. Und jetzt könnt ihr den Umbau auch machen. Aktuell habe ich 4 Stück von da, 4 Umbausätze. Jetzt können wir das Kopfteil tauschen. Wir haben eine Einheit, womit wir im Grunde 3 Drohnen nutzen können. Also einmal die 3X, Master 3X. Dann gibt es ja noch die B25. Und ja, jetzt gibt es hier auch mein Master 5 X jetzt. Der große Bruder. Aber wir schauen uns erstmal an, wie das Flugverhalten mit dem System ist. Anschließend schauen wir uns an, was ihr dafür umbauen müsst und was das Kit beinhaltet. Wir schauen uns jetzt erstmal den Flug an mit der ersten Version. Ich hatte nur 2 mm Carbon da gehabt und habe es dann auch selber ausgefräst. Das ist wirklich eine Sauarbeit. Ich hatte wirklich sehr viel Sorge gehabt bei den ersten Flug, aber seht selber, jetzt erstmal der Flug mit den Probeteilen. Jetzt beruhigen Sie sich Ich bin mal. aber wirklich aufgeregt, klar. Ich sehe das schon, aber wie? Also an deiner Stelle würde ich nicht fliegen, ey, ich weiß nicht. Pass auf, das Problem ist, das ist normalerweise 2,5 mm. Ich habe das jetzt aus so einem Billo Carbon in 2 mm gemacht. Das ist ein 5 Zoll. Wenn der abgeht, Dann aber richtig. dann ist schon Gefahr, ne? Also unaufhaltbar. Deswegen. Und Da ist er, das ist Alter. jetzt der erste Test. Halt drauf, ich weiß nicht, was passiert. Junge, nicht, dass du mich rasierst. Ich würde ein bisschen Abstand halten. Also ich gehe jetzt auch ein bisschen auf Seite. Ich würde sagen, wir filmen das von hier aus. Machen wir mal, ne? So, ich teste jetzt erstmal. Nur einmal starten. Der hat von alleine gestoppt. Läuft jetzt, ja. Okay. Ja, jetzt wieder. So, ich mache jetzt erstmal nur so einen Hover-Test. Tag, du Pfeife. Hast du angetestet? Ja, du? Ja. Und? Richtig schwer. Richtig scheiße. Aber geil. Hammer. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das sah präzise aus. Hallo. Puh. Ja, bringt nichts. Ich Fliegst einfach. flieg jetzt. Gib ihm, Junge. Ah. Was das Zeug hält. Der Kollege, der ist richtig nervös, ey. Der ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin total nervös, ey, wirklich. Man sieht's hier, Mann. Wohl? Hat schon die Haare Altına verloren. sıçacak neredeyse ya. Ja, es geht nicht nur darum, dass da, weiß ich nicht, 500 Euro gleich in der Luft sind, sondern auch so, was die 500 Euro anrichten können, weißt du? Nicht nur im Portemonnaie, sondern auch so gesamt. Ich würde so, mit weißt diesen du? 500 Euro ganz was anderes anrichten, glaub mal. Ja, ich weiß. Ja. Okay. Und direkt mal hier die Aufnahme starten. Du packst das, ja? Nur ganz immer mit der Ruhe. Nur ganz immer mit der Ruhe. Jawolowski. Also keine Keine Zuckungen. was problematisch Nein. aussieht. Du das? Du Pfeife. Okay. Ich dachte, das wäre wieder so eine Wespe. Okay. Sieht schön aus, ne? Sieht gut aus, ne? Danke. Das sieht
Oh. Also konntest du gut testen? Ja, am Anfang bin ich nicht reingekommen, ne? Echt? Warum? Ja, keine Ahnung, der hat mich 10 mal, 15 Mal rausgeschmissen jedes Mal. Oh, Allah. Ja. Und hast dir ein paar Einstellungen vorgenommen? Nein, ich hab so nachgespielt. Echt? Was redet ihr da? Battlefield oder was? Ja. Ja. Beta ist raus. Open Beta. Ist schwer, ne? Richtig Ja, schön. Hier. Ja, ja. Weil ich hatte ja diese Grafikmodus auf Leistung gebracht. Jetzt habe ich den auf ausgewogen gebracht wieder. Gut, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts eingestellt. Spitze, Qualität. Okay, ein bisschen Auch das Spiel Vibration. ist geil. Ja, ist schon anders. Man kommt sich vor wie im Krieg. Aber wie so richtiges Ja. Krieg hier. Kannst Call of Duty dagegen vergessen. So Ja. diese Atmosphäre. Ja. Jungs, ich habe leichte Vibrationen. Echt jetzt? Ja. Aber. Geil, Alter. Da ist der nächste. Mr. Jim Beam kommt. Die Angst ist auch etwas runtergegangen. Siehst du, geht doch. Als ob du das nicht kennst. Ha? Nicht schlecht. Okay, es geht. Du hast eine Wespe an der Schulter, am Kopf. Jetzt weg. Jetzt kommt er zu mir. Hättest du lieber gar nichts gesagt. Okay, geil. Komm mal. Äh, Also, alles läuft. Sieht gut aus. Da haben sich die Investitionen für die Teile Gelohnt. gelohnt. So, die richtigen Teile, die sind nämlich schon produziert und schon unterwegs in 2,5 mm. Ja, wenn das mit 2 mm passt, wird das mit 2,5 auf jeden Fall passen. Ich freue mich. Super. Das ey. sieht gut aus. Ey, super. Ey. Von der Immer noch- Gewichtsverteilung immer noch passt das wie auch neu. super. Also noch haben wir keinen Crash damit gehabt. Ich habe keine Propeller im Bild, das passt. Wie keine Propeller im Bild. Ja, wenn du die Kamera dann zu weit hinten oder so ist, dann könnte es sein, dass du die Ach Propeller so. siehst. Okay. Aber das passt alles, das ist alles super. Und ja, Empfang. Empfang habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist so eine Sache mit den kurzen Antennen, wenn man jetzt so fliegt. Aber ja, ich habe jetzt nicht geguckt, wie der Empfang war, aber ich hatte keinerlei Störungen jetzt. Egal wie ich geflogen bin. Aber wenn man jetzt so seitlich fliegt, hat man das ja eh. Hier die Antenne. Wenn man nach vorne fliegt, ja, sollte man die auch noch so von hier hinten. Ja, das sollte eigentlich passen, ne? Ja, Und erleichtert jetzt. auf jeden Fall erleichtert. Mindestens. Boah, weißt du, was ich mir alles schon ausgemalt habe? Alles klar, bis demnächst. In der RC-Werkstatt. Wir machen weiter in der RC-Werkstatt. So, der Umbau ist recht einfach. Wir fangen mit der Topplate an. Wir machen als erstes die Topplate runter. Bei mir ist die Kamera schon raus und ja, das solltet ihr dann machen. Kamera raus,
den natürlich vorher ab, den lasse ich jetzt erstmal dran. Und natürlich Kabel von der Air Unit nach vorne legen. Ich habe hier ein bisschen kurzes Kabel gewählt. Müsste eigentlich einen Ticken länger sein, das wäre besser gewesen, aber nun ja, jetzt ist es erstmal so. So, als nächstes müssen wir die 2 Schrauben rausmachen. Ja, dann nehmen wir das Aluteil ab. Dann die 2 Schrauben noch. Dann haben wir, da wo die Kamera drin sitzt, das Aluteil weg. Jetzt brauchen wir 2 Stand-offs, 23 lang. Am besten die dicken, so wie hier die hier hinten drin sind. Ich habe leider nur die da. Deswegen mache ich das jetzt mit denen. Die 2 Stand-offs packen wir dahin, wo wir die rausgeschraubt haben. So, ich schraube die auch noch nicht wirklich feste, da wir die später eh noch mal rausnehmen, weil wir noch die untere Platte tauschen müssen. Allerdings ist das so viel angenehmer, wenn die da drin sind. So, kurz eben so feste. Somit haben wir das vorbereitet. So, jetzt kommt die Topplate dran. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Wie ihr seht, es ist wirklich sehr klebrig. Ich habe hier so, ja, Tapes, so Silikon, ja, selbstklebende Silikonteile fürs Handy. So Pads, die habe ich zurechtschneiden lassen in dem Format. Das sollte eigentlich dann auch reichen, dass die Akkus nicht hin und her rutschen können. Dann nehmen wir unsere Schrauben von der Topplate. Die ist falsch, die ist richtig. Natürlich Loctite nicht vergessen. Ein Klecks Loctite dran. Richtig fest anziehen. Und jetzt drehen wir das Ganze rum und machen die untere Platte. Jetzt können wir die hier nämlich wieder rausdrehen. Dadurch, dass wir jetzt die Stand-offs da drin haben und die obere Platte, bleiben die Stand-offs natürlich auch an Ort und Stelle. Und wir können bequem die untere Platte abmachen, ohne die Arme abzunehmen. Und vor allen Dingen die ganze Elektronik kann drin bleiben. Ihr müsst da nichts ausbauen. So, die letzten 2 Schrauben. So, und jetzt eigentlich, ja, wenn ihr das Originalteil drin habt, müsste der so abgehen. Also entweder das oder das. Das schließt nämlich hier bündig ab, dass das nur da drauf liegt. Bei mir ist das so, dass ich hier den Kondensator mit drin habe. Ich habe mir quasi das ein bisschen verbreitert, die 2,5 mm. Habe hier nochmal einen Rand dran gesetzt und den Kondensator noch mit hier reingelegt. Deswegen ist das bei mir halt so, dass ich den hier festhalten muss und dann erst das rausziehen kann.
die Schrauben vorher natürlich raus wären. So. Den brauchen wir auch nicht mehr. Dann können wir uns nämlich die neue Platte nehmen. Und ich hoffe, das passt jetzt. Mal schauen, wie gut die Datei war. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Loctite nicht vergessen. Hat sie gepackt, jawohl. Die hat gepackt. Muss halt die Arme mal so ein bisschen wackeln. Ein bisschen zurechtlegen, aber das sollte eigentlich so gut funktionieren. So, noch ein bisschen anschrauben, damit das einigermaßen fest ist. Jetzt können wir die restlichen Schrauben noch mit rein. Und jetzt können wir das Ganze auch festziehen. So, jetzt kommen wir zu den anderen Stand-offs, die wir noch benötigen. Wir lassen den so liegen und packen die uns von unten hier vor. Mal festziehen. Halt so weit, wie man eine 2 mm Schraube anziehen kann. So, dann hätten wir den Teil erledigt. Ich habe hier vorne noch so eine Express LRS Antenne für vorne noch. Die kann ich hier über die Stand-offs draufziehen. Jetzt brauchen wir noch 2 Stand-offs, die dann hier oben drauf kommen. Stand-off von unten. So, und das Endergebnis ist dann dieses. Vorne die Stand-offs. Rechts, links, unten die Stand-offs, rechts, links. Und somit ist der Frame eigentlich mit der Vorbereitung abgeschlossen. Und wir könnten die Einheit installieren. Ja, und jetzt sehen wir es auch schon, das Kabel ist viel zu kurz. Naja, ich mache das jetzt erstmal nicht rein. Ich zeige euch, wie man das installiert. Wenn ihr die Master 3X habt, dann könnt ihr die 2 hinteren Schrauben für vorne nutzen. Die 2 vorderen sind viel zu lang, also die können wir nicht nutzen, da müsst ihr für hinten andere nutzen. Aber die hier passen vorne wunderbar rein. Ich nehme jetzt hier vorne
2x10 müsste das sein. Und die schrauben wir von hier oben ganz normal rein. Rechts und links. Ich mache die jetzt erstmal noch nicht feste, weil ich noch das Kabel... Ja, ich müsste das eigentlich mal verlängern. Ich denke, das werde ich auch noch machen, dass ich das verlängere, weil da ist ein bisschen doof dran zu kommen. So, und jetzt kommen die zwei unteren und dafür sind diese zwei Löcher da. Denn ihr könnt, wie kann ich das am besten zeigen, so durch die Löcher durch und die hier von unten dran schrauben. Ja, und damit ist der Frame fertig für den ersten Flug. Natürlich, wenn man das Kabel drin hat. Ja, die Stand-offs können auf den Frame bleiben. Ihr könnt den natürlich auch von hier oben abschrauben und dann raus und dann müsst ihr halt die Stand-offs wieder abschrauben. Aber wenn ihr das von unten anschraubt, dann bleiben die Stand-offs auf den Platten drauf. Die hier ganz normal von oben. Und dann könnt ihr die Kameraeinheit halt für den anderen Kopter nutzen. So, das ist der ganze Lieferumfang. Also einmal die untere Platte, einmal die obere Platte, das Anti-Rutsch-Pad für den Akku und die Stand-offs mit Schrauben. So, hier sind leider beim Nachbearbeiten ein bisschen Kratzer entstanden und die Senkungen sind nicht wirklich schön geworden. Ich habe sie leider vergessen beim Bearbeiten lassen mit anzugeben und musste die von Hand machen und das ist wirklich nicht gerade schön geworden. So, zudem mit den Akku-Pad. Ja, Akku-Pad habe ich bei mir hier vorne frei, also die drei Löcher frei. So da drauf. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit dem Akku gar nicht so weit nach hinten muss. Es ist auf jeden Fall besser, wenn man bis da vorne hingeht, da vorne ein Loch frei lässt und hier hinten die zwei Löcher. Dann sollte das mit dem Akku eigentlich super funktionieren. Das war der Lieferumfang und ihr braucht eigentlich nur noch zwei M3x23er Stand-offs und die Schrauben von dem Case. Ja, wenn ihr den Master 3X habt, dann gehen die hinteren Schrauben für vorne und hier hinten braucht man M2x8. Vorne passen M2x10 und hinten M2x8. Beim B25 weiß ich nicht, wie die Schrauben sind. Eventuell kann man die da nutzen. Sonst habe ich noch STL-Datei vom hinteren Stück. Da habe ich jetzt einen Buzzer drin und den Empfänger, da wir da jetzt reichlich Platz haben. Die STL-Datei packe ich euch auch in die Videobeschreibung, genauso wie meine E-Mail für die Leute, die Interesse dran haben und das haben wollen. Preislich sind wir bei 25 Euro. Habe halt 5 Stück bestellt und die Menge macht den Preis. Mal gucken, vielleicht wenn Bedarf da ist, werde ich auf jeden Fall noch ein paar produzieren lassen. Vielleicht kann man da mehrere machen lassen und damit auch den Preis ein bisschen senken. Ich hatte mir anfangs sogar überlegt, hier ein Aluteil reinzumachen, was die Stand-offs mit beinhaltet. Allerdings wird das dann wieder unnötig teurer. Deswegen bin ich jetzt auf die Lösung mit den Stand-offs gegangen. Das ist kostengünstiger.
wir schauen uns jetzt einmal an, wie die Performance ist, wie der Frame so ist. Kleiner Spoiler, ich habe das schon nachgeguckt, der Lok sieht gut aus. Ein Like und ein Abo nicht vergessen, und wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt trotzdem noch einen Kommentar da lassen. So, dann gehen wir mal zu den ersten Test mit der neuen Platte. Der 2,5, das macht jetzt auch einen stabileren Eindruck. Ich denke, das wird auf jeden Fall passen. Die Halterung sage ich schon. Die Pads für die Akkus sind auch super. Dafür, dass die so filigran sind. Da ist der Kameramann. Dafür, dass die so filigran sind, hat das schon einen super Grip. Also die sind wirklich bombastisch. Allerdings wäre es doch sinnvoller, die andersrum drauf zu tun, da mit dem Gewicht bin ich jetzt, ja, bei denen hier 1550er ist das, bin ich jetzt, ja, da vorne. Das ist so eigentlich ganz gut, hallo, vom Gewichts her, ja, so ist er auf jeden Fall gut ausbalanciert. Okay, also diesmal ist die Aufregung nicht so wie bei den anderen Flug mit den Pille-Palle-Dingern da. Er ist ready. Ja, jetzt können wir direkt in die Vollen gehen. Was lachst du? Direkt in die Vollen. So, direkt mal hier die Aufnahme starten. Keine Satelliten, scheißegal. Das sieht echt gut aus. Ja, ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Der Tune, ja, der könnte noch mal ein bisschen nachbearbeitet werden. Ich sehe den gar nicht. Ich sehe den auch nicht. Ich denke, auf der Kamera sieht man das auch nicht, auf dem Video. Nee, nicht wirklich. Der ist. Ich habe auch den Ja, Start den verpasst. 7er, den kannst du noch so ein bisschen sehen, ne? Aber sowas ist hier, glaube ich, schon zu klein für die Kamera. Man hört den. Aber sehen glaube ich eher nicht. Schon schnell, ne? Ja. Jo. Granate drauf. 298 nicht. Weiß ich gar nicht, weil ich noch keine wirklich GPS habe. Stopp. 200? Nein, so schnell ist er nicht. 300? Der war, ich meine, den habe ich mal gemessen mit 160, 170 oder so. Also aufgerundet 200 schon. Cut. So, kleinen Cut. Ja, okay. Ich denke, das ist ausschlussreich. Gleich einmal Log checken. Aber das sollte eigentlich gut sein. Na, fuck, ey.
Ja, bitte. Ich habe in der Brille natürlich nicht aufgenommen. Mann! Ich habe noch einen Akku. Mann, Scheiße. So, willst du mal aufnehmen? Ja, klar, schon seit 2 Stunden. Nicht. Okay, diesmal nehme ich hier jetzt auch auf. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal einen Speed-Test. Hier so. 153. Okay, ich glaube 256. Ja. Ich denke, das Da kommen 2 Leute. ist schnell genug. Agilitätstest. Da kommen 2 Leute, ne? Kommen 2 Leute. Ja, solange die sich nicht hier oben aufhalten, ist alles gut. Wie? Da waren 2 Leute, ne? Waren da 2 Leute? Jetzt sind immer noch welche. Oh, das war knapp. Weiß einer, pass auf. Wo denn? Genau hinter der Drohne. Klar. Ich biete kostenlose Rasur an. Der hat einen Helm. Da muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Da kommt noch einer. Ja, mir wird schon schlecht. Ja, mein Flugstil ist nicht wirklich was für mich eigentlich. Okay. Jetzt wird die Kamera ein bisschen schwanken. Was schwankt? Yo! Ohne Vorwarnung. Aber im Runterkommen, da Rauscht das macht so. er so ein bisschen Wabbel. Aber sonst. Okay. Ich würde sagen, Sag mal. mal. Sehr schön. Ja, erfolgreich. Erfolgreich. Mission erfüllt. Auf ganzer Linie. Ganzer Linie. Schöne Ja. Drohne haben Sie da. Danke, schönes Dankeschön. Fahrrad. Das reicht.